Geht's dir auch wie mir und du hast ein Portemonnaie aus Zwiebelleder? Beim Aufmachen kommen dir die Tränen? Dann habe ich heute für dich das perfekte Waschset. Ist schon verständlich, das Auto kostet 500 € im Leasing und zusätzlich schluckt er noch 15 Liter. Super Plus pro 100 Kilometer, da ist das Budget für die Autowäsche nicht so groß. Vor allen Dingen, wenn man noch gar nicht genau weiß, bleibe ich dabei oder fahre ich irgendwann doch wieder in die Waschstraße. Gerade nach unserem Video meidet die Waschstraße und startet doch mal mit der Handwäsche, dachte ich mache mal ein Video zum Thema budgetorientiert mit der Handwäsche starten, einfach um zu gucken, macht mir das Spaß, ziehe ich das wirklich durch, ohne gleich Hunderte von Euro auszugeben, habe ich euch jetzt ein Waschset zusammengestellt für unter 70 € und wie man das anwendet und was dazu gehört, zeige ich euch in diesem Video. Um das Ziel zu erreichen, möglichst günstig zu bleiben, habe ich das Waschset wirklich auf die nötigsten Utensilien reduziert, die wir brauchen, um schonend und möglichst kratzerfrei zu waschen. Natürlich könnte ich auch einfach einen 2-Liter-Eimer aus, weiß ich nicht, Mamas Waschküche nehmen, einen ollen Schwamm und das Auto so wie es ist waschen. Dann hätte ich es wahrscheinlich für 1,50 € sauber, aber wir wollen natürlich auch eine schonende Autowäsche erzielen. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form einen Vorreiniger, den wir einsetzen können, um den losen Schmutz von der Oberfläche abzuheben und abzuspülen, bevor wir überhaupt das Auto einmal anfassen, weil, würden wir jetzt gleich darauf arbeiten, würden wir definitiv Kratzer verursachen. Bei den Werkzeugen zur Felgenreinigung geht es schnell ins Geld. Die Bürsten, Pinsel und speziellen Schwämmchen für Felgen sind sehr teuer und dann kommt noch der Felgenreiniger oben drauf, der eigentlich auch eine Menge Geld kostet oder aber extrem stinkt. Hier gibt es aber eine Alternative. Ich habe für euch eine günstige Variante rausgesucht. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Autoshampoo, etwas zum Autowaschen und ein entsprechendes Mikrofasertuch, um das Auto zu trocknen. Das sind eigentlich die ganzen Tools, die wir brauchen. Wie gesagt, das habe ich hinbekommen für unter 70 € für alle, die reinschnuppern wollen und für die Sparfüchse unter euch. Lass uns mal starten. Zuerst brauchst du natürlich ein dreckiges Auto, aber das kostet dich ja nichts, sondern macht sogar Freude, so viel zu fahren, dass das Auto dreckig wird. Hier haben wir einen kleinen Extremfall, also neben den üblichen Verschmutzungen, die wir zur Frühjahrszeit auf dem Lack finden, haben wir in jeder Ecke und Kante Schmutz, weil das Auto ein halbes Jahr draußen auf der Straße stand. Also nicht ganz repräsentativ, aber ganz cool, weil ich dir auch mal ein paar optionale Schritte zeigen kann, die auch mit diesem Set möglich sind. Als Vorreiniger verwenden wir ganz einfach Autoshampoo. In dem Fall habe ich das Autoshampoo folgendermaßen verdünnt. 100 ml auf einen Liter. Das Autoshampoo sorgt einfach dafür, dass der Schmutz schon mal angeweicht wird und wir uns keine Kratzer beim Waschen machen. Da braucht man gar keinen speziellen Vorreiniger und Snowfoam am Anfang. Da reicht Autoshampoo. Es würde sogar eine ganz normale Sprühflasche reichen, aber ich habe euch in dem Set auch mal einen Druckpumpsprüher gegönnt, weil das deutlich angenehmer ist. Ihr müsst auch nicht permanent das ganze Auto einsprühen. Das ist wirklich nur nötig, wenn alles so extrem dreckig ist. Ansonsten einfach die stark verschmutzten Bereiche einsprühen, wie zum Beispiel Insekten vorne oder halt, wo viel Dreck ist. Wir kippen den Rest nicht weg und lassen ihn auch nicht in der Flasche vor sich hingammeln, sondern kippen die Mischung einfach in den Eimer, denn den brauchen wir jetzt zusammen mit Autoshampoo. In dem Fall nochmal 50 ml auf 10 Liter Wasser drauf, zusammen mit einem Chenil, Waschhandschuh ab in den Eimer und dann geht es auch später schon damit an die Hauptwäsche. Wir nutzen nämlich immer die Zeit zum Eimerfüllen, während der Vorreiniger wirkt und hier zeige ich euch auch mal, dass es mit einem ganz normalen Gartenschlauch auch möglich ist. Ihr braucht gar nicht unbedingt einen Hochdruckreiniger, besorgt euch einfach nur eine Brause, die einen relativ harten Strahl hat, geht ziemlich nah ran. Natürlich, Hochdruckreiniger ist immer cooler, aber ich habe es mit Absicht hier mal mit dem Gartenschlauch gemacht. Wer einen Hochdruckreiniger hat, nimmt natürlich einen Hochdruckreiniger, das macht die ganze Sache effektiver und spart sogar Wasser in den meisten Fällen. Aber wie gesagt, mit dem Gartenschlauch und einem harten Strahl funktioniert das Ganze auch. Wichtig, gründlich abspülen von unten nach oben, damit erst quasi der Bereich oder andersrum, damit ihr seht, wo der Schaum noch ist und ein bisschen systematischer vorgehen könnt ihr von unten nach oben arbeiten. Spielt aber jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr überall gründlich abspült und dann darauf achtet, dass auch alle Partikel vom Lack sind. Also wer unten anfängt, spült vielleicht von dem Kotflügel Partikel auf die Haube. Also ganz wichtig, immer dafür sorgen, dass Partikel nicht mehr auf dem Lack sind und alle Oberflächen nochmal abspülen. Wie gesagt, im zweiten Fall. Für alle, die einen Hochdruckreiniger zur Verfügung haben, natürlich die bessere Wahl. Dann geht es an die Hauptwäsche. Wir nehmen den Waschhandschuh aus dem Eimer und waschen, in dem Fall wichtig, von oben nach unten in geraden Bahnen. Wir teilen uns das Auto hier von nicht so schmutzig nach schmutzig ein. Das heißt, wir waschen als allererstes den Dachbereich einmal rum, inklusive der Scheiben bis zur Türkante, dann die Türkante ungefähr bis zur Hälfte runter und dann erst das darunter. Das ist relativ wichtig, damit wir nicht gleich am Anfang unseren Handschuh mit dreckigen Bereichen in Verbindung bringen und am Ende Kratzer machen. Das heißt, immer in diesen 3 Bereichen ums Auto rumgehen und ganz, ganz wichtig, regelmäßig den Handschuh ausspülen
Und da kommt dann gleich der nächste Trick. Zum Handschuh ausspülen nimmst du einfach deinen Gartenschlauch. Deswegen, du brauchst gar keinen zweiten Eimer. Du nimmst einfach den Gartenschlauch, spülst den Handschuh gründlich aus. Hat den Vorteil, du hast nie Kontakt zwischen Wasser und Dreck. Das heißt, du hast immer einen frischen, sauberen Handschuh, bevor er wieder in Shampoo-Wasser getaucht wird. Das vermeidet auch wieder Kratzer. Und dann geht es weiter mit der Wäsche auf der anderen Seite vom Dach. Und wir arbeiten uns durch unsere 3 Bereiche von oben nach unten durch. Das Ausspülen des Handschuhs funktioniert auch mit dem Hochdruckreiniger. Hier empfehle ich, zieh dir den Handschuh an, weil sonst fliegt er dir aufgrund des Druckes leicht aus der Hand. Nach dem Lack folgen die Einstiege. Ganz wichtig, erst den Lack waschen, dann die Einstiege. Die sind nämlich tendenziell etwas dreckiger. Hier ist es wichtig, dass du den Waschhandschuh gut ausspülst. Ist der jetzt nämlich zu nass, überschwemmst du vielleicht den Innenraum. Arbeite dich auch hier wieder von den eher sauberen Bereichen im oberen Bereich des Einstiegs runter zu den dreckigen Bereichen und vor allen Dingen die Türfalzen sind meistens relativ dreckig. Deswegen ist da die Reihenfolge extrem wichtig. Du kannst auch gerne einen stinknormalen Malerpinsel zur Unterstützung für schmale Bereiche dazu nehmen. Das wirst du nicht jedes Mal brauchen, aber hin und wieder. Ausspülen erfolgt genauso wie beim Lack. In unserem konkreten Fall hatten wir jetzt hier wirklich eine Mistkarre, will ich mal sagen. Das heißt, wir mussten Ritzen und Kanten ordentlich pinseln. Es ist ein Autopflegepinsel, aber am Ende eigentlich einfach ein weicher Malerpinsel. Wird auch unter der Waschbrause ausgespült, im Shampoo-Eimer Wasser aufgenommen und dann pinsel ich mir meine Bereiche gründlich aus, damit wirklich die Ritzen und Kanten sauber sind. Funktioniert also auch. Das gleiche Verfahren machen wir auch ganz am Schluss mit den Felgen, weil wir natürlich bei den Felgen durch den Bremsstaub lose Partikel haben und die wollen wir nicht im Eimer haben. Ob du jetzt die Felgen mit einem Tuch wäscht oder mit dem Waschhandschuh, den du davor benutzt hast, ist egal. Fürs Felgenbett brauchst du eine Felgenbürste, sonst kommst du ganz einfach nicht ran. Alle Utensilien werden zwischendurch auch wieder mit der Gartenbrause oder dem Hochdruckreiniger ausgespült und dann erst wieder im Shampoo-Eimer neues Wasser aufnehmen. Am Ende heißt es abspülen, ob du jetzt hier einen Hochdruckreiniger nimmst oder hier die Gartenbrause. Wenn du so eine Gartenbrause zur Verfügung hast, nimm die Gartenbrause, denn der weiche Strahl spült leichter den Shampoo-Reste vom Lack und aus den Ritzen als ein Hochdruckreiniger. Wenn du aber nur einen Hochdruckreiniger hast, geht auch. Wir sind mit der Wäsche jetzt fertig. Jetzt geht es natürlich ans Trocknen. Normalerweise reicht ein großes Trockentuch locker aus, um ein Mini, aber auch ein SUV zu trocknen. Bei einem komplett ungepflegten und ungeschützten Auto, wie es jetzt hier der Fall ist, wo wir überall Wasserlachen haben. Man sieht in den Lachen auch, der ist picklig, also der müsste eigentlich geknetet und aufbereitet werden. Darum geht es jetzt aber nicht. Empfehle ich euch ganz einfach, das zweite Universaltuch aus dem Set zu verwenden. Das einmal wirklich nass zu machen und dann gut auszubringen und dann wie mit dem guten alten Hirschleder früher vorzutrocknen. Das hat 2 Vorteile. Einmal, wir nehmen die Wasserlache schon mal grob weg. Das heißt, wir haben einfach nicht mehr so viel Menge an Wasser, dass das Trockentuch entfernen muss. Und wenn man doch mal irgendwie noch unerfahren ist bei der Fahrzeugwäsche, wenn es die erste, zweite, dritte, fünfte ist und man eine Stelle übersehen hat, habe ich hier ein nasses Tuch, was den Schmutz nochmal mit aufnehmen kann und nicht trocken über den Lack zieht. Ich kann es zur Not zwischendurch auch mal ausspülen, wenn ich das Gefühl habe, es wird schmutzig. Nehmt gerne eine Farbe eures Wunsches, auch eine helle, wenn ihr möchtet. Dann seht ihr natürlich den Schmutz besser. Aber der große Vorteil ist halt, mit einem feuchten Tuch verursacht man keine Kratzer, wenn man doch mal eine Ecke bei der Wäsche vergessen hat. Was euch bei der ersten oder auch bis zur 10. Wäsche durchaus mal passieren wird. Passiert auch mir nach der 500. Wäsche. Und dann gehe ich mit dem einen Tuch vor. Und dann mit meinem zweiten Trockentuch einfach hinterher. Das Auto ist soweit grob trocken. Natürlich befindet sich jetzt noch Wasser in den Ritzen und in den Kanten. Im Idealfall hat man in irgendeiner Form Druckluft zur Verfügung, um das rauszupusten. Wenn nicht, einfach die Türen offen stehen lassen, vielleicht das Auto ein bisschen bewegen, also einmal vor, zurückfahren, ein bisschen bremsen und lenken, dann läuft es raus. Ansonsten einfach nachwischen, wenn es rausgelaufen ist. Ist alles kein Beinbruch, bekommt man, solange es noch nicht zu sehr angetrocknet ist, von der Sonne eingebrannt ist, auch wieder weg die Flecken. Ansonsten vielleicht habt ihr noch einen Laubbläser oder habt irgendeine Druckluftversorgung an dem Ort, wo ihr das Auto wascht, dann kann man das natürlich noch machen. 1, 2 Schritte waren jetzt hier optional bzw. ein bisschen angepasst.
einfach ans Material, was ich da hatte. Das Video war jetzt eine sehr spontane Idee, deswegen sprechen wir einfach nochmal das Material für unter 70 € durch. Starten wir erstmal mit den Sachen, die ich jetzt vorausgesetzt habe, die nicht in dem Preis enthalten sind. Das ist ein Hochdruckreiniger und oder ein Gartenschlauch, je nach Verfügbarkeit. Das ist ein Eimer. Ich habe jetzt in dem Fall einen Galloneneimer genommen, einen für Autowäsche typischen Eimer, spielt aber keine Rolle, weil wir kein spezielles Schmutzsieb brauchen, wie bei der sogenannten Zwei-Eimer-Wäsche, sondern wir den Waschhandschuh und alle Waschutensilien neben dem Eimer ausspülen und dadurch gar keinen Kontakt zwischen Schmutz, Wasser oder mit Schmutz und Wasser haben. Deswegen könnt ihr irgendeinen Eimer nehmen, am besten 10 Liter oder mehr, damit einfach genug reinpasst und ihr nicht permanent den Eimer nachfüllen müsst. Dann ein Pinsel, der ist wirklich optional und den braucht man auch nur, wenn man das erste Mal sein Auto wäscht oder sehr lange nicht mehr gewaschen hat. Normalerweise, wenn man regelmäßig sein Fahrzeug pflegt, dreckt es gar nicht so ein, dass man mit dem Pinsel ran muss. Da reicht das Ausspülen und das Reinigen mit dem Waschhandschuh vollkommen aus. Ansonsten tut es hier einfach irgendein Malerpinsel. Am Ende steht hier zwar Sonax drauf, aber es ist auch einfach nur ein Malerpinsel. Wichtig ist weiche Borsten und kein Metallring, damit, wenn man mal doch mit dem Ring aus Versehen an Lack kommt, wir keine Kratzer verursachen. Der Holzstiel ist übrigens tatsächlich gar nicht so optimal, weil der Pinsel ja am Wasser schwimmt und deswegen mit der Zeit auch aufweicht. Wie gesagt, so eine Malerpinsel gibt es für 50 Cent im Baumarkt, kann man bedenkenlos benutzen, fasst ihn einfach an, er sollte schön weich sein, dann könnt ihr den dafür benutzen. Wenn ihr eure Ritzen und Kanten durchgepinselt habt das erste Mal und das in Zukunft sauber ist und sauber bleibt, könnt ihr den Pinsel auch gerne für die schmalen Bereiche eurer Felgen verwenden. Wenn wir gerade schon von den Felgen sprechen, 2 verschiedene Felgenbürsten. Mein Favorit wäre immer diese Mikrofaserbürste hier, weil sie einfach ein bisschen schonender ist und gleichzeitig gründlicher. Aber bei den konkreten Felgen bin ich damit jetzt nicht reingekommen. Das heißt, guck dir an, wie groß sind deine Felgen oder beziehungsweise der Abstand der Speichen. Eventuell brauchst du so eine kleine. Es sind beide unten verlinkt, aber im Setpreis quasi die berücksichtigt, wobei die auch nur 5 € teurer ist. Als Waschutensil kam der Chenil Waschhandschuh zum Einsatz. Warum haben wir so einen Chenil-Waschhandschuh genommen? Ganz einfach, weil diese Chenilfasern sehr gut reinigen, aber auch sehr gut auszuspülen sind. Das heißt, wenn doch mal irgendwie sich eine Faser, ein Partikel drin verfängt oder ihr mal unten am Schweller ein bisschen zu tief lang wischt und der schmutzig ist, lässt er sich gut ausspülen und ihr tragt den Schmutz nicht in den Eimer rein. Deswegen würde ich für diese konkrete Waschmethode den Chenil-Handschuh empfehlen. Auch wenn das Auto generell häufig sehr schmutzig ist, ist der Chenil-Handschuh besser, weil eben beim Ausspülen der Schmutz schneller und leichter wieder abgegeben wird. Die beiden Universaltücher habe ich einmal nass und einmal trocken verwendet. Nass in dem Fall für die Felgen. Das kann man machen, muss man nicht. Man kann auch mit dem Handschuh am Ende die Felgen waschen oder eben mit dem Pinsel. Wichtig ist, die Felgen sollten wirklich als letzten Schritt der Wäsche vorkommen oder gewaschen werden, weil dort der meiste und auch der härteste Schmutz ist. Den wollen wir auf jeden Fall nicht in unserem Wascheimer haben, wenn wir danach noch den Lack waschen. Es gibt natürlich ein paar Experten oder generell Autopflege Hobbyisten, die sagen, auf jeden Fall einen separaten Felgenwaschhandschuh, einen separaten Felgenwascheimer, hat alles seinen Sinn, kann man alles machen, aber hier geht es ja um Basic, um den Einstieg und um günstig. Deswegen waschen wir einfach am Ende die Felgen. Danach werden die Handschuhe, die Mikrofasertücher einfach in der Waschmaschine gewaschen. Wichtig hier im Idealfall ein Mikrofaserwaschmittel verwenden. Wenn das natürlich am Anfang nicht vorhanden ist, ein normales Sportwaschmittel zum Beispiel. Ganz wichtig, ohne Weichspüler und nicht über 40 Grad waschen. Das zweite Tuch habe ich als Trockenhilfe benutzt, habe ich ja erklärt, warum ich das zusätzlich nochmal benutze. Kann man aber auch einfach verwenden, wenn man nur die Einstiege trocknen will, weil man irgendeine Art Versiegelung drauf hat oder das Auto einfach abperlt, ihr nicht so eine Wasserlachen auf dem Auto habt, könnt ihr damit auch einfach die tendenziell schmutzigeren Bereiche wie die Einstiege und die unteren Türbereiche des Autos trocknen oder auch die Felgen. Dann zum trockenen Mikrofaser-Trockentuch. Da gibt es wirklich Millionen auf dem Markt, will ich sagen. Ich habe jetzt hier eins von Sonax genommen. Ich mag das gerne, weil das Handling relativ einfach ist, weil es nicht so dick ist und ich es auch gefaltet noch sehr gut in der Hand halten kann. Es ist absolut eine Geschmackssache, Preis-Leistung gefällt mir das gut. Wir haben es im gewerblichen Einsatz. Es erträgt viele Autos, viele Wäschen, auch wenn irgendwann mal anfängt hier der Faden rauszugucken, trocknet es noch wunderbar und schon. Deswegen einfach im gewerblichen Einsatz mein Mittel der Wahl. Für einen privaten und Hobby-Einsatz kann man sich da auch durchtesten, wie man will. Kleines Stichwort Triple Loop Pile, Plushfaser, Hybridtücher. Da gibt es eine eigene Welt, nur um die Faserarten der Mikrofasertücher, also wenn ihr da reintauchen wollt. Viel Spaß dabei, ich glaube für Basic, für den Einstieg reicht das Tuch vollkommen aus. Und nochmal ein Sprung nach vorne, Autoshampoo, Vorreiniger und eben die Aufbringmöglichkeit. Ach übrigens, der Messbecher war auch nicht im Set enthalten, aber ich glaube ein Messbecher oder zur Not ein Schnapsglas, wenn es gar nicht anders geht, kriegt jeder zu Hause hin. Ich habe hier auf 10 Liter 50 Milliliter Shampoo gegeben und in den Vorreinigungssprayer
100 Milliliter auf 1 Liter ungefähr. Wie gesagt, das ist einfach nur dafür da, den groben Schmutz anzuweichen und dann abzuspülen, damit ihr keine Kratzer macht. Das Shampoo, was hier im 5-Liter-Kanister ist, ist auch nicht ganz im Preis mit drin. In meiner Kalkulation ist ein 2-Liter Shampoo-Gebinde mit drin, was absolut ausreicht für den Start in die Autopflege. Vorteil übrigens, kleiner Tipp vom Mo, in dem 2-Liter-Gebinde von Sonac ist gleich der Messbecher mit drin. Das heißt, den braucht ihr gar nicht. Die Verschlusskappe ist nämlich ein Messbecher. Angegeben sind 2 bis 3 Verschlusskappen auf 10 Liter Wasser. Das Anschauungsobjekt hinter mir bekommt jetzt noch ein bisschen Liebe von uns. Es wird noch mal gründlich getrocknet und noch aufbereitet. An dieser Stelle hat es seinen Dienst getan, um in diesem Video euch die günstige Einstiegsmethode in das Autowaschen von Hand zu zeigen. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten verlinkt. Viel Spaß beim Zusammenstellen. Und das Schöne ist, in den 70 €, die ich euch genannt habe, sind noch nicht mal die 10% Rabatt eingerechnet, die ihr noch spart mit dem Code AUTOLACKAFFEN. Das heißt, habt ihr noch mal 7 € gespart. Lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr euer Auto wascht. Also ob ihr eine Möglichkeit habt, auf dem Hof von euch, von euren Eltern, von Freunden das Auto so zu waschen. Legal oder illegal, mag jetzt hier ausgeklammert sein. Oder ob ihr in einer Waschbox wascht, denn wenn ja, mache ich mir nochmal Gedanken und stelle nochmal ein spezielles Set für die Waschbox zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein!